Kapitel 1 – Die Reise. Es ist Herbst im Jahr 2010. Durch Zufall stolpere ich auf YouTube über ein Let's Play zu The Legend of Zelda A Link to the Past von Let's Play Markus. Für mich war das absolutes Neuland. Diese Form von Videos kannte ich damals noch gar nicht, aber ich fand das sofort mega cool. So cool, dass ich irgendwann angefangen habe, beim Zocken selbst zu kommentieren. Einfach so, als würde ich gerade ein eigenes Let's Play aufnehmen. Dann im Dezember oder Januar 2011, so genau weiß ich das heute gar nicht mehr, bekam ich mit, dass ein Klassenkamerad auf dem Kanal seines besten Freundes ein Together zu Super Mario World gestartet hatte. Der Kanal von diesem Typen war damals tatsächlich schon relativ groß und ziemlich bekannt, also schaute ich mir das Ganze an und war ehrlich gesagt ziemlich abgefuckt. Die beiden haben sich in dem Spiel so unfassbar dumm angestellt, dass ich mir irgendwann dachte, das kann ich besser. Also lud ich kurz darauf auf meinem damaligen Kanal Devil Merchandise den allerersten Part zu Super Mario World hoch. Was kann ich sagen soll? Ich wollte ein Let's Play mehr mit euch machen. Die Videos damals waren wirklich schlecht. Mein PC konnte nur eine einzige Tonspur aufnehmen und ich entschied mich natürlich dafür, meine Stimme aufzunehmen. Auf die Idee, Mikrofon und Ingame-Sound getrennt aufzunehmen, kam ich mit 14 Jahren natürlich nicht. Relativ schnell fand ich das selbst ziemlich langweilig, also begann ich Hintergrundmusik einzufügen. Erst Musik aus Videospielen, später Tracks von 5XL Beats, was ich lange Zeit dann so beibehalten hatte. Ich bin echt schneller als du. Darf ich dann mal Dankeschön? Wir beginnen jetzt mit dem Kurs 8. Das ist diese schöne Welt hier. Aus heutiger Sicht finde ich diese Videos schwierig. Ich mag sie auch bis heute nicht, aber sie gehören zu mir und sie zeigen ziemlich gut, wie sehr ich mich über die Jahre hinweg weiterentwickelt habe. Im Juli 2011 beschloss ich dann, auf einen neuen Kanal umzuziehen. Mein damaliger Kanal hatte bereits 2 Copyright Strikes und ich wollte einfach nicht riskieren, beim 3. Strike alles zu verlieren. Der Grund für die Strikes lag allerdings noch vor meiner Let's Play Zeit. Noch bevor ich überhaupt Let's Plays gemacht habe, lud ich auf diesem Kanal Dia-Show-Videos unterlegt mit Musik der Band Schandmal hoch. Die fanden das damals gar nicht so cool und das Ganze entwickelte sich irgendwann sogar zu einem Problem über YouTube hinaus. Ich wurde im damaligen Bandforum gebannt, einzelne Bandmitglieder blockierten mich auf Facebook und sogar der Manager hatte mich damals deutlich ermahnt, damit aufzuhören. Ich war so um die 12 oder 13 Jahre alt und hatte absolut keine Ahnung von Copyright. Aus heutiger Sicht kann ich die Reaktion natürlich verstehen, aber damals als Kind war das schon eine ziemlich heftige Erfahrung. Anyway, zurück zum Thema. Ich erstellte also im Juli 2011 einen neuen Kanal. Diesen nannte ich LP Papa Joe. Der Name entstand aufgrund eines Insiders mit meiner damaligen Freundin. Ich setzte einfach nur das LP vorne dran. Auf dem neuen Kanal lief es dann erstmal. Keine großen Ereignisse, keine dramatischen Wendungen, einfach nur Let's Plays. Im September 2012 war es dann soweit. Ich kündigte etwas an, das für meinen Kanal tatsächlich eine kleine Revolution war. Ich hatte endlich einen neuen PC. Zum ersten Mal konnte ich meine Stimme und den Ingame-Sound gleichzeitig aufnehmen. Was heute selbstverständlich wirkt, war damals für mich ein riesiger Schritt. Auch wenn ich am Anfang ehrlich gesagt erstmal Schwierigkeiten hatte, das technisch sauber umzusetzen. Willkommen zurück bei Donkey Kong Country 2. Und ihr hört schon Ingame-Sound und es ist nicht nachkommentiert. Oh nein. Vergisst, der ganze Musik, die ich damals drin hatte, vergisst die einfach. Die gibt's nicht mehr in Zukunft. Wenn ich durch meine alten Videos scrolle, stoße ich übrigens auch auf ein Rant-Video aus dieser Zeit. Offenbar fand ich die damalige YouTube-Startseite so unfassbar schlecht, dass ich dafür ein eigenes Video machen musste. Und ja, erinnert ihr euch noch daran, wie damals plötzlich gefühlt jeder die Vollversion von Camtasia hatte? Sagen wir mal so, ich glaube nicht, dass das bei den meisten ganz so legal war.
Nun gut, 2012 hatte ich dann auch mein erstes virales Video. Es gab damals bei Wer wird Millionär ein Promi-Special, in dem Michael Kessler in seiner Parodierolle als Günther Jauch auftrat. Die Fragen konnte man online nachspielen und genau das habe ich gemacht. Das Video bekam für meine Verhältnisse richtig viele Aufrufe, so um die 5000, wenn ich mich richtig erinnere. Leider aber auch jede Menge Hate-Kommentare und negative Bewertungen. Irgendwann habe ich das Video dann wieder gelöscht. Wilde Zeiten. Zum Ende des Jahres erreichte ich nach 2 Jahren YouTube die 50 Abonnenten-Marke. Objektiv betrachtet war das nicht viel, aber für mich bedeutete es damals alles. Und pünktlich zu Heiligabend folgte dann mein Face-Reveal. Herzlich willkommen beim 24. Dezember. Heute spielen wir schöne Bescherung, Murphys Gesetz mit Facecam. Ich bin gespannt, ob ich das hinkriege, immer da reinzusprechen. Also nicht immer, aber wenn ich mit euch rede, reinzureden, weil ich schaue immer hier drauf, wie es aussieht, aber schauen wir mal. Nachdem ich mit dem Wer wird Millionär Video Ende 2012 bereits ordentlich auf die Nase gefallen war, folgte im Januar 2013 direkt der nächste Schlag. Mein neuer PC ging nach gerade mal 3,5 Monaten kaputt. Von einem Tag auf den anderen ließ er sich einfach nicht mehr hochfahren. Ich weiß bis heute nicht genau, was damals das Problem war, aber für mich war das eine absolute Katastrophe. Zum Glück schenkte mir meine Schwester kurz vorher ihr altes Notebook. Dieses war technisch zwar eine Vollkatastrophe, aber ich wollte nicht aufhören, also machte ich weiter. Aus dieser Not entstand, auf die Idee eines guten Freundes hin, das Format Let's History. Daran erzählte ich Geschichten von Videospielcharakteren. Rückblickend war das nicht besonders gut, aber es hielt den Kanal am Leben und genau das war in dem Moment alles, was zählte. Hallo, ihr seht schon wieder, ich bin wieder fleißig am Planen. Ich komme nämlich wieder und ich habe euch ein paar neue Let's Plays mitgebracht, die ihr euch dann in den nächsten Wochen angucken dürft. Jetzt heißt es wieder produzieren, hochladen, fleißig sein, denn es geht in Kürze wieder los mit meinen Videos. Im April 2013 bekam ich meinen PC wieder repariert zurück und ich konnte endlich wieder Let's Plays in gewohnter Qualität aufnehmen. Doch das war nur der Anfang eines ziemlich starken Jahres. Im Mai kaufte ich mir einen Videocrapper, um Gameplay von meiner Nintendo GameCube aufnehmen zu können. Und am 17. Mai 2013 startete ich mein Let's Play zu Harvest Moon: A Wonderful Life. Dieses Spiel wurde für meinen Kanal etwas Besonderes. Es hat mich seither über die Jahre immer wieder begleitet. Auf YouTube, auf Twitch, in verschiedenen Versionen. Folge 1 ist bis heute mein erfolgreichstes Video. Hier habe ich meinen Schrank, da waren dies und das Zeug drin, so verschiedenes. Meine Hausschuhe, Chips liegen da auch rum. Im August zog ich um und machte dazu tatsächlich eine 3-teilige Vlog-Serie. Und im Oktober folgte das nächste Upgrade, mein erstes Großmembran-Mikrofon. Zum ersten Mal klang mein Kommentar nicht wie aus einer Blechdose. Herzlich willkommen zurück bei Harvest Moon: A Wonderful Life mit neuem Mikrofon. Ob 2014 genauso ein Highlight-Jahr war wie 2013? Naja, einiges ist schon passiert. Im Januar startete ich das Let's Play zu Ein Spiel mit dem Papa, ein ROM-Hack von Super Mario World, den Chimtex extra für mich gemacht hatte. Ein richtig cooles Projekt und im Jahr darauf bekam es sogar einen zweiten Teil. Über meine Geschichte mit Chimtex sprechen wir übrigens später noch ausführlicher. 2014 war außerdem das Jahr, in dem ich meine ersten Podcast-Versuche startete, das erste Mal YouTube-Partner wurde, im April volljährig wurde und im Juni meine Abschlussprüfung hinter mich brachte. Ein Jahr voller kleiner Meilensteine. Zum Podcast und zur Partnerschaft kommen wir ebenfalls nachher noch einmal genauer. Erinnert ihr euch noch an die Geschichte mit den Strikes? Tja, im Juni 2015 bekam ich wieder einen. Dieses Mal wegen der Playboy-Hefte in Mafia 2. Genauer gesagt wegen der darin sichtbaren Brüste. Und ja, ich habe das Ganze damals scherzhaft unter dem Hashtag NoBoobsForDaddy verarbeitet. Tatsächlich war das für meinen Kanal aber wirklich eine harte Zeit. Die Konsequenzen waren alles andere als lustig. Für 6 Monate durfte ich nur noch Videos mit maximal 15 Minuten Länge hochladen. Für einen Let's Player im Jahr 2015 ist das der absolute Albtraum.
Zumal viele Folgen bereits aufgenommen waren, nur eben noch nicht hochgeladen. Zum Beispiel das Together zu Super Mario World mit Shimtex. Ich musste sämtliche Parts nachträglich zerschneiden, damit ich diese überhaupt hochladen konnte. ...2016 veröffentlichte ich über das Jahr hinweg ein 4-teiliges Special zu meinem 5-jährigen Jubiläum mit Behind the Scenes, FAQs und lauter so Bonuszeugs. Und dann im März kam ein riesiges Upgrade für mich. Ein Nintendo New 3DS in Black, wie ich ihn mir gewünscht habe. Das ist nämlich random. Und ja, das ist ein ganz besonderer New 3DS. Ich kaufte mir tatsächlich einen Nintendo 3DS mit eingebauter Capture Card. Zum ersten Mal konnte ich 3DS-Spiele auf meinem Kanal Let's Playen. Und natürlich begann ich mit The Legend of Zelda: A Link Between Worlds. Eigentlich der Hauptgrund, warum ich mir das Ganze überhaupt gekauft habe. Ich war komplett hyped. Im Juli 2017 zog ich übrigens erneut um. Und das ist ein wichtiger Wendepunkt in dieser Geschichte. Dieses Mal gab es zwar keinen Vlog darüber, aber dafür hatte ich nun besseres Internet. Und damit erfüllte sich mir ein weiterer Traum. Ich konnte endlich live streamen. Am 17. Juli 2017 zur 100. Folge von Harvest Moon: A Wonderful Life ging ich zum ersten Mal live. Zunächst noch auf YouTube. Twitch-Versuche gab es zwar immer wieder mal, aber die liefen, sagen wir mal, holprig. Und noch etwas änderte sich 2017. Ich verabschiedete mich vom Namen Papa. Über die Jahre hinweg wurde aus LP Papa Joe und später dann der Papa. Aber in einer ziemlich spontanen Nacht- und Nebelaktion wurde aus der Papa dann schließlich Herr Graf. Mit 21 Jahren von jüngeren Zuschauenden Papa genannt zu werden, fühlte sich irgendwann dann doch seltsam an. Die Umbenennung war mehr als überfällig. ...2018 traf ich eine Entscheidung, die sich damals richtig anfühlte. Ich kündigte in einem offenen Brief an, mit den Let's Plays aufzuhören. Im Januar kam die Ankündigung, im Juli erschien das vorerst letzte Let's Play. Ich wollte mich stärker auf Livestreams und andere Formate konzentrieren. Öffentlich passierte in diesem Jahr nicht viel Spektakuläres, hinter den Kulissen allerdings umso mehr, muss jetzt aber auch nicht thematisiert werden. Jedenfalls merkte ich irgendwann, dass ich das Let's Playen schon ziemlich vermisse. Also kehrte ich im Januar 2019 zurück ins Let's Play Game. Dieses Mal allerdings anders. Mehr Schnitt, Rückblenden zu Beginn, Intros, Facecam, Greenscreen. Ich habe viel ausprobiert, viel gelernt und war ehrlich stolz auf das Ergebnis. Im Februar startete ich außerdem die Community Night. Ein monatliches Live-Event, bei dem meine Zuschauenden mitspielen konnten. Die Anfangszeit war großartig, später ließ das Interesse nach und ich stellte das Format irgendwann ein. Und dann kam der 26. Juni 2019. Mit dem Verdacht auf einen Schlaganfall kam ich ins Krankenhaus. Am Ende stellte sich heraus, dass ich an einer peripheren Facialsparese litt, einer einseitigen Lähmung der Gesichtsmuskulatur. Bis heute weiß niemand warum. Damals konnte mir auch niemand sagen, ob oder wann das wieder weggehen würde. Für mich war das ein großer Schock. Zum Glück bildete sich alles innerhalb eines Monats zurück und ich bin bis heute unglaublich dankbar dafür. Zu diesem Thema habe ich mehrere Videos gemacht, die ich inzwischen auf privat gestellt habe. Ich wurde Jahre später immer noch damit konfrontiert und wollte irgendwann einfach damit abschließen. Im Sommer gab es außerdem eine kurze Foodfluencer-Phase, aber darüber reden wir lieber nicht weiter. Was ich dagegen unbedingt erwähnen möchte, ist Luigi's Mansion 3. Aus meiner Sicht mein bestes Let's Play. Wenn ich jemandem nur ein Projekt von mir zeigen müsste, dann wäre es dieses. Ich habe dort viel ausprobiert, mein Commentary fühlt sich runder an und bis heute verbinde ich dieses Projekt mit einem richtig guten Gefühl. Das nächste große Highlight kam dann im Mai 2020. Ich beendete nach 7 Jahren mein Let's Play zu Harvest Moon: A Wonderful Life. Die letzte Folge habe ich komplett verkackt, weil ich dort eine neue Kamera ausprobiert habe und das sieht einfach alles so scheiße aus. Naja, 2021 stand dann im Zeichen eines Jubiläums. 10 Jahre ich. Ich feierte mit 2 längeren Livestreams am letzten Januarwochenende und mit mehreren Gewinnspielen über das Jahr verteilt. Zum ersten Mal gab es auch eigenen Merch.
Naja, so ganz stimmt das ja jetzt nicht, denn 2018 gab es bereits diese Autogrammkarten von mir, welche 2023 von diesem Exemplar abgelöst wurden. Mit diesem Design gab es dann auch unter anderem T-Shirts und einen Sticker. Egal, kommen wir wieder zurück zum Jahr 2021, um genau zu sein, zum Februar, denn dort folgte ein weiterer großer Schritt für mich. Aus Herr Graf wurde Gravitation. Ich wollte einfach eine Art Markennamen haben und bis heute mag ich diesen Namen und dieses Wortspiel sehr, sehr gerne. Im August 2021 widmete ich mich erstmals ganz offen meiner großen Leidenschaft, der Musik. Mit den Metal News sprach ich regelmäßig über Themen aus der Metal- und Gothic-Szene. Es war so eine Art News-Format, nicht jedes Thema war zu 100% meins, aber ich wollte das Format bewusst breiter aufstellen. Im November beendete ich es aber auch schon wieder. Irgendwie fühlte es sich noch nicht ganz rund an und immer wieder Themen raussuchen zu müssen, die mich aber gar nicht interessiert haben, das habe ich nicht so wirklich gefühlt. Aber die Musik blieb trotzdem. Im Dezember veröffentlichte ich eine Metal-Version von Last Christmas, produziert gemeinsam mit meinem langjährigen Musikerfreund Henning Maurer. Die Resonanz war großartig. Ich selbst sehe es heute etwas kritischer und mag es nicht mehr so, aber es hat dennoch riesigen Spaß gemacht, das zu produzieren. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year you saved me from tears, I'll give it to someone special. Nachdem ich jahrelang zwischen YouTube und Twitch hin und her gependelt bin, traf ich zu Beginn des Jahres 2022 eine klare Entscheidung. Livestreams nur noch auf Twitch. YouTube ließ sich in diesem Bereich komplett links liegen. 2022 wurde generell ein entscheidendes Jahr für mich. Im Februar stellte ich meine Let's Plays erneut ein, um Anfang März mit etwas Neuem zu beginnen. Meine Video-Essay-Phase. Den Start machte ein Video über die Beta-Version von Mario Kart 64. Danach folgten Essays über Gaming und immer mehr auch über Musik. Man merkte langsam, wohin es mich zog. Was ich bisher in diesem Video noch nicht erwähnt habe, ich habe über die Jahre hinweg immer wieder April-Scherze gemacht. 2022 erzählte ich meiner Community, ich würde mit OnlyFans anfangen. Es gab ein Ankündigungsvideo, es gab Social-Media-Posts und ja, es gab tatsächlich auch ein Profil. Natürlich ohne Inhalte. Viele feierten diesen Spaß, es gab tatsächlich aber auch Kritik an dieser Aktion. An Ostern nahm ich außerdem an einem größeren Stream-Event teil und es wurde der unangenehmste und schlimmste Stream meines Lebens. Unorganisiert, laut, einfach nicht mein Vibe. Ich fühlte mich sehr unwohl und das merkte man mir auch deutlich an. Das ist auch der Grund, warum ich die VOD dazu nie veröffentlicht habe. Aber trotz allem muss man unterm Strich ganz klar sagen, 2022 war mein erfolgreichstes Jahr überhaupt. Es lief auf YouTube ganz okay, es lief auf Twitch richtig gut, machte coole Bekanntschaften, es lief richtig in diesem Jahr für mich. 2023 setzte ich dann eines meiner größten und aufwendigsten Projekte ever um. Streamsteel, meine eigene kleine Live-Quiz-Show auf Twitch. Als Vorbild diente hierfür die Pro7 Game Show Wer steht mir die Show von und mit Joko Winterscheid. 3 Teilnehmende traten gegeneinander an und der Gewinner im Finale schließlich gegen mich. Als Preis konnte man meinen Kanal für einen Stream übernehmen, diese Wildcard wurde allerdings leider nie eingelöst. Parallel dazu veröffentlichte ich weiterhin Video-Essays auf YouTube und verlagerte meinen Fokus ab Oktober 2023 thematisch komplett auf die Musik. Bis Mitte 2024, denn langsam merkte ich, dass das Interesse an meinem Content nachließ. Die Zahlen sanken, sowohl auf YouTube wie auch auf Twitch. Die Resonanz wurde leiser und meine Motivation gleich mit. Der Gedanke aufzuhören wurde immer präsenter. Ende Juli streamte ich das letzte Mal und nach 1,5 Monaten Funkstille kündigte ich offiziell meine Pause an und zog mich für einige Monate komplett aus der Öffentlichkeit zurück. Im März 2025 stand ich dann wieder auf der Matte mit Let's Plays. Aber relativ schnell wurde mir klar, das ist es nicht mehr. Im Mai hörte ich wieder damit auf.
Seitdem gab es jetzt Livestreams, kleinere Gaming-Videos, eine Mafia the Odd Country Review, aber keine klare Richtung. Und genau da stehen wir jetzt. Kapitel 2 Netzwerke. Ein Thema, das auf meinem Weg immer mal wieder eine Rolle gespielt hat, waren Netzwerke. Für manche waren sie ein Sprungbrett, für andere eher ein Korsett. Für mich waren sie eine Erfahrung. Meine erste Berührung hatte ich 2013 mit dem Entertainment Brothers Network. Kein offizielles Netzwerk wie Mediakraft oder TGN, sondern eher ein Zusammenschluss von Let's Playern. Man bekam dort Support, konnte sich austauschen und es gab sogar Bewertungen für die eigenen YouTube-Kanäle. Ja, auch ich bekam eine. Sie fiel nicht besonders gut aus, aus heutiger Sicht allerdings völlig berechtigt. Wie das Ganze endete, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ob ich aktiv ausgetreten bin oder es sich einfach verlaufen hat, keine Ahnung. Was ich aber weiß, 2014 erreichte ich ein großes Ziel. Ich begann das Let's Play zu The Legend of Zelda Ocarina of Time. Und unter einer Folge kommentierte plötzlich ein Talentscout von TGN Germany. Er wollte mich ins Netzwerk holen. Ich war skeptisch. Der Name klang für mich ein bisschen wie diese Spam-Mails à la irgendein Print aus was weiß ich will mir $3 Millionen schenken, aber nach Gesprächen mit Freundinnen und Freunden, unter anderem auch mit Shimtex, entschied ich mich, es einfach mal zu versuchen. Ich antwortete, bekam einen Vertrag, den ich mit 17 noch gar nicht abschließen durfte und wurde das erste Mal offizieller YouTube-Partner. Viel verdient habe ich nicht, aber darum ging es mir auch nicht. Es ging um den Status und ich war stolz. Schließlich waren mit Domtendo und Let's Play Markus zwei meiner damaligen Vorbilder ebenfalls Teil dieses Netzwerkes. In dieser Zeit produzierte ich 2 Videos für den TGN Germany Kanal. 2015 einen Rückblick auf Mafia und Mafia 2 im Rahmen der Ankündigung des 3. Teils und 2016 ein Let's Play zu Super Mario 64, das letztlich nie veröffentlicht wurde. Was vermutlich auch besser so war. Mit der Zeit veränderte sich das Netzwerk. Ab 2016 kamen immer mehr jüngere Creator dazu, die alle ungelogen nur Minecraft gespielt haben und ich merkte, dass ich mich dort nicht mehr wirklich wiederfand. Auch der Support ließ zu wünschen übrig. Das war der Punkt, an dem ich merkte, ich brauche das gar nicht. Im November 2017 kündigte ich schließlich bei TGN. Vertraglich hätte ich noch ein halbes Jahr bleiben müssen, doch als YouTube im März 2018 die Bedingungen für das Partnerprogramm änderte und mein Kanal diese nicht mehr erfüllte, war ich Gott sei Dank automatisch früher raus. Und dann, viele Jahre später, im März 2022, schaffte ich es erneut YouTube-Partner zu werden. Ohne Netzwerk, ohne Rückhalt. Wieder nicht wegen des Geldes, sondern wegen des Status und wegen einigen Funktionen, die damals noch nicht für alle zugänglich waren. Und ja, darauf war und bin ich stolz. By the way, bin ich bereits im Juli 2021 Twitch-Affiliate geworden. So eine Art Zwischending auf dem Weg zum Partner auf Twitch. Kapitel 3 Wegbegleitende. Über all die Jahre hinweg gab es Menschen, die mich auf meinem Weg begleitet haben. Manche nur für eine bestimmte Phase, manche über viele Jahre. Aber jede einzelne Begegnung hat Spuren hinterlassen. Wenn ich ganz von vorne anfangen möchte, dann nicht bei YouTube, sondern noch viel früher. Bei Hassib. Wir kannten uns seit dem Kindergarten. Wir waren viele, viele Jahre in einer Klasse, viel gemeinsame Zeit und er war Teil meiner Jugend. Als ich mit YouTube angefangen habe, war er einer der ersten, die sich meine Videos angeschaut haben. Er hat mir Grafiken gebaut, mir manchmal auch schonungslos ehrliches Feedback gegeben und mich unterstützt, lange bevor irgendjemand anderes überhaupt wusste, was ich da tat. Er hatte übrigens auch die Idee, das Format Let's History in meiner PC-freien Zeit im Jahr 2013 umzusetzen. Nach der Schulzeit haben sich unsere Wege irgendwann getrennt. Kein Streit, kein Drama, einfach das Leben. Aber gerade in dieser Anfangsphase war er ein wichtiger Teil meiner Reise und dafür bin ich ihm bis heute dankbar. Während Hassib also mein Offline-Leben geprägt hat, gab es jemanden, der mein Online-Leben entscheidend beeinflusst hat. Millemann Kua. Wir kannten uns über Habbo und hatten später Kontakt über ICQ.
Lange bevor YouTube für uns eine Rolle gespielt hatte. Irgendwann stellten wir random fest, dass wir beide unabhängig voneinander mit Let's Plays angefangen hatten. Aus dieser Erkenntnis entstanden erste Kooperationen. Mille war mehrfach als Gastkommentator bei mir dabei und hat meine Videos auf ein ganz anderes Level gehoben. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Joey aka LP Papa Joe und Millemancourt mir. Wir zocken jetzt Zelda A Link to the Past und ich würde sagen, los geht's. Wieso hast du das so episch gesagt? Weil ich es kann. Grüß dich, Vater. 2013 war ich bei ihm zu Besuch, viel Content war geplant, am Ende wurden daraus nur 2 kurze Vlogs, in denen wir von unserem Tag berichtet haben und jeglichen Scheiß gelabert haben. Aber hey, immerhin gab er auf meinem Kanal sein Face Reveal, yay! Diese Videos habe ich vor ein paar Jahren allerdings offline genommen, weil man sich verändert und weil man irgendwann merkt, dass nicht alles, was man mit 17 lustig fand, auch mit 30 noch vertretbar ist. Aber egal wie, ohne Mille wäre vieles anders verlaufen. Durch ihn habe ich Mafia 2 zum ersten Mal gespielt und dieses Franchise kennen und lieben gelernt. Und ohne ihn hätte ich vermutlich auch nie Timo kennengelernt. Vielleicht wäre ich ohne diese Verbindung auch nie so weit gekommen, wie ich es am Ende bin. Und damit beginnt ein ganz eigenes Kapitel. Ende 2013 holte Mille Timo in einen Skype-Call dazu. Und was als zufälliges Dazustoßen begann, wurde zu einer intensiven Phase meines Lebens. Timo, oder wie ihr ihn heute kennt, Shimtex, war plötzlich nahezu jedes Wochenende da. Unzähliges Hamsterge in Skype. Wir zockten, entwickelten Ideen, planten Projekte. Er baute 2 ROM-Hacks für mich, wir machten Together Let's Plays, er wurde mein erster Podcast-Partner bei Let's Talk About und später gründeten wir gemeinsam Duel Battle. Es war kreativ, es war intensiv, es war eine prägende Zeit. Und wie das manchmal so ist, irgendwann veränderten sich die Dinge. Wir entfernten uns voneinander, es gab Streit, die Freundschaft zerbrach. Und trotz alledem empfinde ich Stolz, wenn ich sehe, was er alles erreicht hat. Über eine Podcast-Aufnahme mit Timo entstand übrigens auch die nächste wichtige Begegnung. Eigentlich hatten wir 2015 mit einem Zuschauer von mir eine Folge Let's Talk About aufgezeichnet. Der Dude hatte sich aber so dermaßen daneben benommen, dass Timo und ich uns einstimmig dafür entschlossen, diese Folge nicht hochzuladen. Aber Ersatz musste her, also fragte ich kurzerhand jemanden aus meiner Community. So lernte ich Pedomime kennen, der seit kurzem meine Videos kommentierte. Aus einer spontanen Lösung wurde ein fester Teil meiner Bubble. Wir nahmen Podcast-Folgen auf, spielten Mario Party und arbeiteten an Projekten. Sein Name entstand übrigens aus einer spontanen Wortspielidee meinerseits. Mit der Zeit verloren wir uns aus den Augen, aber die Zeit mit ihm war wichtig. Über TGN kam dann eine weitere wichtige Phase meines Lebens. 2016 suchte jemand in der TGN Skype-Gruppe nach Teilnehmenden für ein Mario Kart 8 Turnier. Ich machte mit und lernte 3 Logi und No-Name kennen. Mit Logi entstand schnell eine enge Freundschaft. Wir gründeten einen gemeinsamen Discord-Server, veranstalteten Turniere und starteten Projekte zusammen. Es war eine extrem aktive und intensive Community-Zeit. Doch auch hier kam es irgendwann zu Differenzen. Ich verließ im Sommer 2018 die Community und brach den Kontakt ab. Mittlerweile haben wir das aber geklärt und heute ist alles wieder gut. No-Name hingegen blieb über die Phasen hinaus konstant an meiner Seite. Er half mir technisch, war Podcast-Partner, war in Streams präsent. In manchen Jahren war er aus meinem Kosmos einfach nicht wegzudenken. Zusammen mit ihm und Logi machte ich das Format Nolograph, was von der Art her eine Kopie vom Horizon Squad mit Kronk, Pandoria und Co. war. Während sich mein YouTube-Kosmos immer weiter ausdehnte, lernte ich 2018 Dori kennen. Ich stolperte in einen ihrer Streams und blieb. Aus einem kurzen Reinschauen wurde mit der Zeit eine echte Freundschaft. Keine strategische Zusammenarbeit, kein wir pushen uns gegenseitig, sondern ehrlicher Support, Vertrauen und einfach Dasein. Dori ist heute für mich wie eine Schwester. Unsere Verbindung ist viel privater als viele andere hier.
Sie basiert nicht auf Projekten, Klicks oder Kooperationen, sondern auf echter Freundschaft. Wir schauen gegenseitig in Streams vorbei, reden privat und der Just Dance Stream im letzten Jahr war dabei definitiv ein Highlight. Während also einige Begegnungen freundschaftlich entstanden, entwickelten sich andere direkt aus meiner Community heraus. 2022 lernte ich über ein Jubiläumsvideo für Shimtex Jessie kennen und sie wurde eine der treuesten Seelen meiner Community. Bei nahezu jedem Stream am Start, immer unterstützend, immer positiv, so eine Konstante, die man vielleicht viel zu selten laut wertschätzt. Kurz darauf kam Eddie in mein Leben und das war anders. Wir waren nicht nur auf einer Wellenlänge, es war dieses Gefühl von, man versteht sich einfach, ohne viel erklären zu müssen. Wir haben uns gegenseitig supportet, Streams geschaut, selbst wenn es nur im Lurk war. Wir haben gemeinsam Projekte gestartet, gelacht, Chaos überlebt und mit Man of Medan und Little Hope 2 Streams gemacht, die ich bis heute in extrem guter Erinnerung habe. Mit Grad Normie wollten wir gemeinsam mit 2 weiteren Streamerinnen eine Art eigene Streamergruppe aufbauen. Lief eigentlich auch ganz gut, doch plötzlich verließ Eddie von jetzt auf gleich die Gruppe, woraufhin sich das Ganze auflöste. Das hat mich wirklich getroffen. Nicht wegen eines Formats, sondern wegen der Verbindung. Und als sie sich später komplett aus der Öffentlichkeit zurückzog, war das noch einmal ein Moment, der wehtat. Weil ich das Gefühl hatte, da wäre noch so viel möglich gewesen. Aber manche Menschen begleiten dich intensiv und genau deshalb hinterlassen sie Spuren. Und Eddie ist definitiv jemand, die eine hinterlassen hat. Ende 2022 lernte ich schließlich Laura kennen. Und auch hier begann alles ganz unscheinbar. Eine Podcast-Aufnahme, ein paar Gespräche, ein bisschen gemeinsames Zocken und Streamen, aber sehr schnell wurde daraus mehr als nur Content. Mit Laura verbindet mich nicht nur Humor oder gemeinsame Projekte, sondern Vertrauen, tiefe Gespräche, Ehrlichkeit und eine Art Seelenverwandtschaft, die ich so vorher noch nicht kannte. 2025 starteten wir gemeinsam mit Allem ohne Schaf. Und dieser Podcast ist für mich kein Format, er ist ein Herzensprojekt, weil ich weiß, dass er aus einer echten Verbindung entsteht und ich hoffe wirklich, dass wir das noch lange weiterführen. Und ja, ich weiß, ich habe hier längst nicht alle Menschen erwähnt, die mich auf diesem Weg begleitet haben. Nicht, weil ihr weniger wichtig seid, sondern einfach, weil dieses Video sonst kein Ende gefunden hätte. Kapitel 4 Duel Battle 2016 entdeckte ich das Videoformat One-on-One von Connell, Volo und Co. Ich fand die Idee großartig, 2 Creator, ein Spiel, ein klares Ziel. Fast zeitgleich kam ich mit Shimtex auf dieselbe Idee. Warum machen wir das nicht selbst? Also holten wir Millemankur und Pedoman mit ins Boot und erstellten den Kanal Duel Battle. Den Anfang machten Timo und ich mit Super Mario 64. Beim allerersten Duel Battle ging es nur um die Ehre, aber ursprünglich war geplant, dass jedes Duell mit einer Bestrafung für den Verlierer enden sollte. Zur ersten und eigentlich einzigen echten Bestrafung kam es beim Duel Battle zu Mafia 2 zwischen Mille und mir. Der Verlierer musste eine Woche lang täglich Vlogs hochladen. Und Mille hat das wirklich durchgezogen. Es folgten weitere Duelle, wir probierten Dinge aus, sogar ein Multiplayer-Video zu viert mit Dino D-Day. Aber viele Battles wurden nie richtig abgeschlossen und damit blieb auch das Bestrafungskonzept irgendwann auf der Strecke. Dann kam mein Bruch mit Timo. Er verließ Duel Battle und plötzlich war etwas von der ursprünglichen Dynamik weg. Paddy und ich versuchten weiterzumachen, holten noch Trilogie mit ins Boot, da Mille sich fast zeitgleich aus der Öffentlichkeit zurückzog, aber es war nicht mehr dasselbe. Im August 2018 stellten wir Duel Battle vorerst ein. Und das war kein dramatisches Ende, es war eher ein langsames Auslaufen. Im April 2019 versuchten wir ein Comeback. Dieses Mal nicht mehr auf dem Duel Battle Kanal, sondern verteilt auf unseren jeweiligen eigenen Kanälen. 2 Battles entstanden, aber das Interesse war nicht mehr da. Also stellten wir es im Juni 2019 erneut ein. 2023 reaktivierte ich den Duel Battle Kanal noch einmal, allerdings nicht im ursprünglichen Sinne. Es gab keine direkten Duelle mehr, keine klaren Ziele, keine Bestrafungen, ich lud dort für eine kurze Zeit Multiplayer-Videos hoch, aber auch das hielt nicht lange.
im September war auch schon wieder Schluss. Und ehrlich gesagt, das tut mir bis heute ein bisschen weh, weil ich dieses Format liebe. Nicht nur den Namen, sondern die Idee dahinter. Diese Mischung aus Ehrgeiz, Humor und Konkurrenz. Aber vielleicht war Doolittle genau das, was es sein sollte. Ein Kapitel, kein Dauerzustand. Und ich bin trotzdem froh, dass es existiert hat. Kapitel 5 Podcasts. Schon bevor Podcasts wirklich im Trend waren, habe ich damit angefangen. 2014 startete ich Let's Talk About. Inspiriert von der Talkshow Roche und Böhmermann war es zunächst eher eine Talkrunde als ein klassischer Podcast. Shimtex war hier meist mein Sidekick. Aber auch Mille und Paddy waren immer wieder mit von der Partie. Der Name Let's Talk About stammte übrigens von Mille. Was als lockeres Format begann, entwickelte sich schnell zu einem festen Bestandteil meines Kanals. Im Juli 2017 erschien die letzte Folge dieser ersten Ära. Doch ganz beendet war es damit nicht. Ab November 2017 startete ich zusammen mit Trilogy das neue Format Trilogy und Graf. Hier gingen wir wieder stärker in Richtung Talkshow. Regelmäßig Gäste, klare Themen, mehr Struktur. Nornem war in 4 von 5 Folgen als Dauergast dabei, eigentlich war er da schon längst ein fester Bestandteil. Doch wie ich vorhin schon erwähnt habe, kam es 2018 zu Differenzen zwischen Logi und mir. Ich verließ die Community, der Kontakt brach ab und damit endete auch dieser Podcast. Aber Podcasts waren für mich nie nur ein Projekt, sie waren immer auch ein Ventil. Im Dezember 2018 startete ich deshalb Let's Talk About Deluxe. Eine kleine Anspielung auf Nintendo, die damals ja alles mit dem Zusatz Deluxe neu veröffentlicht haben. Es wurden nur 3 Folgen, Nornem und Paddy waren im Wechsel oder gemeinsam dabei. Die erste Folge erschien im Dezember 2018, die letzten beiden im Juni 2019. Es war eine Übergangsphase und irgendwann wurde klar, Nornem ist sowieso immer da. Also machten wir Nägel mit Köpfen. Im Februar 2020 starteten wir offiziell No Name und Graf. Zum ersten Mal gab es eine echte Regelmäßigkeit. Alle 2 Wochen montags eine neue Folge. Thematisch ging es um Politik, Games, persönliche Geschichten und natürlich um Corona, das gerade in der Anfangszeit alles bestimmte. Über 98 Folgen hinweg wurde dieser Podcast zu einer Konstante. Gäste hatten wir selten. Paddy, Jessie und Laura waren dabei. Jessie einmal als Gästin, einmal als Nornem-Vertretung, Laura ebenfalls einmal als Vertretung. Aber im Kern waren es immer nur wir 2. Zwischendrin gab es im Juni und Juli 2021 außerdem den Podcast Goldene Zeiten. In dieser dreiteiligen Reihe blickte ich gemeinsam mit Trilogy, Shimtex und Pedemime auf 10 Jahre Gravitation zurück. Zusammen mit meinen ehemaligen Weggefährten schwelgte ich in Erinnerungen und erzählte nostalgische Geschichten aus vergangenen Zeiten. Aber zurück zu Nornem und Graf. Im Juni 2024 verabschieden wir uns in eine Sommerpause. Und da ich mich im September 2024 komplett aus der Öffentlichkeit zurückzog, kehrten wir aus dieser Pause nie wieder zurück. Auch nicht, als ich im März 2025 zurückkam. Und trotzdem war es kein Scheitern, es war einfach ein Kapitel, das zu Ende ging. Im Juni 2025 startete ich gemeinsam mit Laura einen neuen Podcast, mit allem ohne Schaf. Und dieser fühlt sich anders an. Kein fester Rhythmus, kein Druck, keine Pflicht. Wir veröffentlichen, wenn es sich richtig anfühlt. Thematisch sprechen wir über alles, worauf wir Lust haben. Politik und Kriege lassen wir bewusst außen vor, nicht aus Ignoranz, sondern weil wir einen Safe Space schaffen wollen. Einen Raum, in dem man für eine Stunde einfach abschalten kann, ohne Schlagzeilen, ohne Weltuntergang, ohne Dauerkrise. Und vielleicht ist genau das der Unterschied zu früher. Früher wollte ich Formate aufbauen und heute möchte ich einfach nur ein Gespräch mit einer guten Freundin führen. Kapitel 6 Epilog. Wenn ich heute auf diese 15 Jahre zurückblicke, dann sehe ich nicht nur Videos, Projekte oder Zahlen. Ich sehe Versionen von mir selbst. Den 14-Jährigen, der ohne Ingame-Sound Let's Plays gemacht hat und das trotzdem gefeiert hat.
Den 17-Jährigen, der stolz war, Teil eines Netzwerkes zu sein. Den 21-Jährigen, dem es unangenehm war, Papa genannt zu werden. Den 23-Jährigen, der Livestreams ausprobiert hat. Den 25-Jährigen, der dachte, er müsse immer wieder neu anfangen. Und den 30-Jährigen, der ich heute bin. YouTube war für mich nie nur ein Hobby. Es war ein Tagebuch, ein Spielplatz, ein Experimentierfeld, manchmal Therapie, manchmal Flucht, manchmal einfach nur Ablenkung. Ich habe hier gelernt, mit Kritik umzugehen, mit Lob umzugehen, mit Erfolg und Misserfolg umzugehen. Ich habe gelernt, dass nicht jedes Projekt funktioniert, dass nicht jede Freundschaft bleibt und dass sich Interessen verändern dürfen. Und vielleicht ist genau das Wichtigste, was ich in diesen 15 Jahren verstanden habe. Man darf sich verändern und man darf irgendwann auch ehrlich zu sich selbst sein. Aber bevor wir hier jetzt so philosophisch werden, eins möchte ich noch sagen. Egal, ob du seit 2011 dabei bist oder erst seit ein paar Monaten. Wenn du auch nur ein einziges Video von mir geschaut hast, dann warst du ein Teil davon und dafür bin ich dir wirklich dankbar. Und genau deshalb möchte ich jetzt etwas sagen, das mir alles andere als leicht fällt. Dieses Video wird das letzte auf diesem Kanal sein. Nach 15 Jahren ist für mich der Moment gekommen, dieses Kapitel zu schließen. Ich habe diesen Kanal mit 14 Jahren gestartet. Ich war ein Kind, das einfach schlecht gemachte Let's Plays ins Internet hochgeladen hat. Ohne Plan, ohne Ziel, nur mit Begeisterung. Und ihr habt mich auf diesem Weg getragen. Beim Erwachsenwerden, beim Scheitern, beim Neustarten, beim Zweifeln, beim Feiern kleinerer Erfolge. Ihr habt Versionen von mir gesehen, die ich manchmal selbst kaum wiedererkenne. Ich merke, dass sich mein Leben verändert hat. Meine Interessen, meine Prioritäten. Und die Energie, die ich früher hier reingesteckt habe, fühlt sich heute einfach anders an. Nicht schlechter, aber anders. Und ich glaube, wenn man etwas 15 Jahre lang gemacht hat, dann darf man irgendwann sagen, es war gut und es ist genug. Ich bin unfassbar dankbar für jeden Kommentar, für jedes Like, für jede Diskussion, für jeden Stream und für jede Person, die hier ein Stück ihres Lebens mit mir geteilt hat. YouTube war ein riesiger Teil meines Lebens und es wird immer ein Teil meiner Geschichte bleiben. Aber ich verschwinde nicht komplett. Ich werde euch mit meinem Podcast und mit meinen Livestreams auf Twitch weiterhin erhalten bleiben. Aber das Kapitel Gravitation ist hier nun zu Ende.